Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Du bist auf der Suche nach dem passenden Poolroboter für deinen Pool. Ein Poolroboter, der den Boden perfekt sauber macht, der die Wände reinigt, die Wasserlinie reinigt und der sogar auf flachen Podesten klarkommt mit nicht mehr als 20 cm Wasserhöhe. Dann ist vielleicht der Beatboard Sora P7 die richtige Wahl für dich. Diesen Poolroboter werde ich hier im Video testen und ich werde dir auch die brandneue Funktion zeigen, wie dieser Roboter nicht nur Unterwasser reinigt, sondern auch die Wasseroberfläche. Seid gespannt. Das ist er also, der Beatboard Sora P7. Ein Poolroboter der Premium-Klasse, der nicht nur Boden, Wand und Wasserlinie reinigt, nein, sondern auch die Wasseroberfläche. Das Gerät hat ja enorme Ausmaße, das ist kein kleiner Poolroboter mehr, das ist schon eine richtige Reinigungsmaschine. Das Gerät kommt in einer Kiste zu euch nach Hause. Außer dem Roboter bekommt ihr noch das Ladekabel mit dazu und einen Haken für den Fall, dass das Teil mal unten am Pool stehen bleibt, damit ihr ihn herausholen könnt. Grundsätzlich braucht ihr den Haken aber nicht, denn dieser Roboter hat eine Coming-Home-Funktion. Bedeutet, wenn er fertig ist, schwimmt er nach oben an die Wasseroberfläche und ihr müsst ihn nur noch herausheben. Der Roboter besticht durch seine Technik. Er hat keine Kamera, aber 18 Sensoren, die per Ultraschall und vielen anderen Gimmicks den Pool ausmessen. Er weiß genau, wo eine Treppe ist, er weiß, wo die Wände sind und kann dementsprechend sich ja sehr, sehr gut orientieren. Für die Reinigung habt ihr an der Vorderseite eine Gummiwalze, hinten ist eine zweite Gummiwalze und natürlich auch die Gummilippe hinter der Einsaugung, die den Schmutz in die Öffnung hinein befördert. Auf der Oberseite habt ihr einen riesigen Korb. Diesen hier, 6 Liter Fassungsvermögen, den braucht ihr aber auch, denn der Roboter reinigt ja nicht nur den Schmutz vom Boden, sondern auch Blätter und sonstiges, was auf der Wasseroberfläche schwimmt. Auf der Rückseite gibt es dann noch die Ladebuchse und da muss ich sagen, es gibt zwar keine Ladestation, aber den Stecker, den müsst ihr einfach nur hier hinten reinstecken und könnt das Gerät problemlos laden. 7 Stunden Laufzeit sind theoretisch möglich, die Ladezeit ist deutlich kürzer. Zum Einschalten habt ihr hier hinten noch so einen manuellen Hebel, nach rechts, nach links und entsprechend könnt ihr das Gerät benutzen. Grundsätzlich solltet ihr euch aber die App herunterladen, die verlinke ich euch mal unter dem Video in der Beschreibung, da könnt ihr einfach für iOS bzw. Android die passende App herunterladen, denn ich zeige euch jetzt, wie ihr dieses Gerät zunächst in der App einrichtet, welche Funktionen es in der App gibt und dann werde ich meinen schmutzigen Pool mal richtig reinigen lassen mit dem Beatboard Sora P7. Die App habe ich auf meinem Telefon installiert und ich habe mir bereits ein Kundenkonto angelegt. Nun muss ich lediglich den Sora P7 hinzufügen. Hierzu klicke ich auf das Plus und das Gerät sucht automatisch über Bluetooth nach dem Roboter. Er findet ihn auch recht schnell. Ich klicke auf Hinzufügen, muss nun die WLAN-Zugangsdaten zu meinem WLAN eingeben und bestätigen. Der Umfang der App ist relativ überschaubar. Neben ein paar Wartungsfunktionen und den Software-Updates könnt ihr gar nicht so viel einstellen. Deutlich interessanter ist natürlich die verschiedenen Reinigungsmodi, die ihr auswählen müsst, bevor der Roboter ins Wasser hineinkommt. Hier habt ihr die Auswahl zwischen dem Pro-Modus, wo der Roboter den Boden, Wand, Wasserlinie und Oberfläche reinigt, also das volle Programm macht und aufgrund des großen Akkus von 10.000 mAh läuft er eben auch eine ganze Weile. Darüber hinaus könnt ihr noch individuell wählen, dass er eben nur den Boden machen soll, den nur die Oberfläche machen soll oder eben der Standardmodus, den ich jetzt auswählen werde, nämlich Boden, Wände und Wasserlinie. Darüber hinaus gibt es auch noch den Eco-Modus und den finde ich durchaus interessant, denn der Name deutet auf etwas ganz anderes hin. Der Eco-Modus ist nicht ein besonders sparsamer Modus, sondern der Roboter bleibt im Eco-Modus deutlich länger im Wasser. Er arbeitet 45 Minuten, macht dann eine längere Pause und macht dann einfach weiter. So könnt ihr den Roboter über mehrere Tage im Wasser lassen, wenn ihr zum Beispiel nicht zu Hause seid und kontinuierlich reinigen. Klingt sehr interessant, das werde ich mal in einem späteren Test ausgiebig ausprobieren. Nun werde ich aber den Standardmodus testen, den habe ich ausgewählt. Ich klicke auf Weiter, kann noch einstellen, wie lange das Ganze laufen soll, bestätige und muss den Roboter jetzt nur noch ins Wasser reinschmeißen. Der Roboter wird nun langsam abtauchen, wird sich im Wasser orientieren und dann mit der Reinigung beginnen. Damit ihr einen Blick bekommt, was er alles zu tun hat, seht ihr hier von Regenwürmern, von Schmutz, von größeren Ansammlungen. Also es hat sich einiges getan. Die letzte Woche wieder hier im Pool. Durch die Bäume, die ich hier habe, landet hier immer wieder Schmutz im Becken. Ich bin mal gespannt, ob er das alles schafft.
Unter Wasser fällt relativ schnell auf, dass der Sora P7 deutlich kontrollierter navigiert als viele einfache Poolroboter. Während günstigere Modelle oft eher zufällig gegen Wände fahren, wirkt die Bewegung hier insgesamt deutlich strukturierter und vorausschauender. Beatbot setzt beim Sora P7 auf insgesamt 18 Sensoren. Besonders interessant sind dabei die Ultraschallsensoren an der Front und an der Unterseite. Dadurch erkennt der Roboter Wände, Übergänge, Treppen und Hindernisse deutlich früher und kann seine Fahrtrichtung entsprechend anpassen. Gerade an den Kanten und Treppen meines Pools sieht man ganz gut, dass der Roboter relativ sauber auf Veränderungen der Poolgeometrie reagiert. Auch die Wandannäherung wirkt insgesamt angenehm kontrolliert und weniger hektisch als bei klassischen Akkurobotern. Die Saugleistung liegt laut Hersteller bei bis zu 25.700 Litern pro Stunde. Dazu kommt ein 8-Motorsystem mit separaten Motoren für Antrieb, Bürsten und Wasserströmung. In der Praxis sorgt das vor allem dafür, dass der Roboter stabil im Wasser liegt und auch an der Wand relativ konstant arbeiten kann. Zusätzlich arbeitet der Sora P7 mit 2 gegenläufigen Bürsten und einer Reinigungsbreite von rund 26 cm. Die Ansaugöffnung selbst ist mit etwa 17 cm ebenfalls vergleichsweise breit ausgelegt. Interessant ist außerdem die Plattform- und Flachwassererkennung. Laut Beatbot kann der Sora P7 Bereiche bis etwa 20 cm Wassertiefe aktiv reinigen. Genau dort haben viele Poolroboter im Alltag echte Probleme. Auch die Akkukapazität fällt mit 10.000 mAh vergleichsweise groß aus. Laut Hersteller sind damit je nach Reinigungsmodus bis zu 5 Stunden Bodenreinigung oder sogar bis zu 7 Stunden Oberflächenreinigung möglich. Die automatische Oberflächenreinigung ist ein weiteres Highlight. Denn der Sora P7 kann nicht nur Unterwasser reinigen, sondern zusätzlich auch als aktiver Oberflächenskimmer arbeiten. Der Beatbot ist selbstständig die Wand zu meinem Podest hochgefahren und ist hier nicht nur einfach hinten an die Wand angestoßen und wieder zurück ins tiefe Becken. Nein, er reinigt jetzt sorgfältig das komplette Podest, indem er auf diesem Bereich hin und her fährt und selbstständig darauf navigiert. Das hätte ich so nicht erwartet, das ist wirklich ein tolles Feature. Der Beatbot Sora P7 läuft jetzt ungefähr 20 Minuten hier bei mir im Pool. Und ihr seht, die großen Dreckstücke, die sind alle schon raus. Selbst der Regenwurm ist schon verschwunden. Hier in dem Bereich gibt es noch einiges zu tun, aber er hat ja mit der aktuellen Einstellung immer noch über 2,5 Stunden Zeit. Das Ergebnis ist tatsächlich sehr überzeugend. Nach 2 Stunden Arbeit ist der Roboter fertig und ich denke, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Der Pool ist absolut sauber. Und das Tolle ist nun, ich muss mich überhaupt nicht darum kümmern, den Roboter irgendwo im Pool zu suchen und rauszuholen. Nein, er hat die Coming-Home-Funktion. Er wartet hier an der Oberfläche auf mich. Ich muss ihn nur noch aus dem Becken herausheben. Und kann dann direkt den Filter reinigen. Und ihr seht, da hat sich einiges angesammelt. Den Filter kann ich nun einfach unter fließendem Wasser ausspülen, wieder an den Roboter einsetzen und dann ist er bereit für seinen nächsten Einsatz. Und nachdem er nun den Boden, die Wände, die Wasserlinie und sogar mein Podest perfekt gereinigt hat, wird es Zeit, die 4. Funktion des Roboters auszuprobieren, nämlich die Oberflächenskimmer. Dieser Oberflächenskimmer bedeutet, dass der Roboter auf der Wasseroberfläche herumfährt und durch sein breites Maul hier vorne den Schmutz auffrisst, praktisch in sich hineinsaugt und der Schmutz bleibt dann ebenfalls in diesem Filter hängen. Diese Skimmerfunktion ist unglaublich praktisch, wenn ihr wie ich viele Bäume habt oder viel Schmutz, der sich auf der Wasseroberfläche ansammelt. Dieser Schmutz wird ja normalerweise in den Skimmer eingesaugt und verstopft diesen regelmäßig, sodass man das sehr, sehr häufig reinigen muss. Dieser Roboter möchte dem entgegenwirken. 7 Stunden lang kann er auf der Oberfläche herumfahren und einfach nur den Schmutz einsammeln. Wer aber schon mal einen Oberflächenskimmer im Einsatz hat, weiß, dass es einen entscheidenden Nachteil gibt. Denn diese Roboter fahren ja aktiv durch das Wasser und treiben eine Bugwelle vor sich her. Und diese Bugwelle sorgt dafür, dass der Schmutz, der ja hier vorne eingesaugt werden soll, immer weggeschoben wird. Beatbot hat ein System entwickelt, JetPulse nennt sich das Ganze, 2 Wasserstrahlen, die links und rechts ja eine Art Gasse bilden sollen, um den Schmutz direkt in die Öffnung hineinzutreiben. Ob das tatsächlich so funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ich habe in der App den Oberflächenmodus aktiviert, den Roboter ins Wasser gesetzt und er startet sofort. Wenn ihr die Beckenreinigung macht, sinkt der Roboter erst ab und das dauert knappe 5 Minuten, ehe er endlich loslegt. Aber hier
startet er tatsächlich sofort. Was mir auch sehr gut gefällt auf den ersten Blick schon ist, dass ihr den Roboter im Oberflächenmodus nicht nur im Automatikbereich laufen lassen könnt, sondern ihr könnt auch auf den Handbereich umschalten, sprich den Roboter mit der App per Fernsteuerung navigieren. Ihr könnt ihn also gezielt auf die Schmutzstellen hinsteuern, damit er den Dreck aufsaugt. Unter Wasser funktioniert das natürlich nicht, aber im Oberflächenmodus absolut und auch richtig gut. Durch die großen Bäume, die ich hier auf dem Grundstück habe, habe ich jedes Jahr im Frühjahr das Problem, dass die Blätter bzw. die Blüten sich ansammeln. Von diesem Zeug kann ich jedes Jahr über 10 Liter direkt aus meinem Skimmer herausholen. Ich habe mal ein bisschen was aufgehoben und auf der Oberfläche verteilt und ich bin nun echt gespannt, ob es der Beatbot Sora P7 schafft, diesen Schmutz effektiv aufzusaugen und nicht nur einfach beiseite zu schieben. Das Jetpulse-System scheint durchaus zu funktionieren. Der Schmutz wird in das Maul hineingesaugt, nicht alles, das seht ihr, ein Teil geht tatsächlich auch zur Seite, aber der größte Teil landet vorne im Skimmermaul und wird dann im Filter sicher zurückgehalten. Was mir persönlich sehr gut gefällt, vielleicht noch besser als die Oberflächenreinigung, ist, dass er mit diesem Jetpulse, mit diesen beiden Wasserstrahlen auch den Schmutz von der Wasserlinie absprüht. Das seht ihr gleich, wenn er jetzt hier an die Wasserlinie ranfährt, bleibt er kurz dort hängen und durch die beiden Strahlen hier an der Seite wird der Beckenrand schön nochmal abgesprüht, abgespritzt und der Schmutz gelöst, damit der ins Becken hinein kann. Das gefällt mir. Und während der Beatbot Sora P7 hier noch seine letzten Runden dreht, möchte ich euch mein Fazit geben. Was hat mich überzeugt an diesem Poolroboter, was hat mich weniger überzeugt? In erster Linie reinigt der Roboter wirklich tadellos den Boden, die Wände und auch die Wasserlinie. Da kann ich gar nicht meckern, möchte ich gar nicht meckern. Das hat mich auf jeden Fall überzeugt. Die eingebauten Sensoren sorgen dafür, dass der Roboter sich problemlos im Pool orientieren kann, obwohl er überhaupt keine Kamera hat. Er hat das Podest eigenständig erklungen. Er ist nicht an die Wand gefahren und wieder zurück ins tiefe Becken. Nein, er hat hier oben navigiert und hat diesen gesamten Bereich von sich aus gereinigt. Und erst als er durch war, ist er wieder ins tiefe Becken zurück. Das habe ich noch nirgendwo anders erlebt, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Und die Skimmer-Funktion, die aktuell hier noch läuft, nun ja, dieses Jetpulse-System, das den Schmutz eben nicht wegschieben soll, sondern aktiv einsaugen soll, es funktioniert. Man darf hier keine Wunder erwarten, dass der Schmutz links und rechts auf 1 Meter Entfernung eingesaugt ist. Das funktioniert definitiv nicht. Aber alles das, was hier im vorderen Bereich ist, wird tatsächlich aktiv in das Skimmermaul eingesogen. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist die Stoppfunktion und die Benachrichtigung auf meine App. Ich habe hinten in der Ecke immer mein Poolthermometer hängen mit einem Strick, hatte vergessen, das rauszunehmen. Der Roboter hat es natürlich aufgefressen, einmal umwickelt, hat sofort gestoppt, mir eine Push-Benachrichtigung geschickt und ist in den Standby gegangen. Sprich, weder Roboter beschädigt noch mein Thermometer beschädigt. Da gibt es auf jeden Fall einen Pluspunkt dafür. Und wenn euch nun interessiert, was kostet so ein großer Roboter überhaupt? Wir reden ja hier von Premium-Modellen. Dann schaut gerne mal unter das Video in die Beschreibung. Dort verlinke ich euch den Roboter, dort verlinke ich euch den Shop von Beatbot inklusive der Promo-Codes, die ich dazu bekommen habe. Schaut mal rein, ob das was für euch wäre oder über einer der anderen Roboter. Und ich freue mich schon auf euer Feedback. Schreibt mir mal, was ihr von diesem Roboter haltet. Was ist euch wichtig an einem Roboter? Würde dieser Roboter eure Erwartungen erfüllen? Schreibt mir einen Kommentar unter das Video, gebt mir das Like für dieses Video, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich sage Dankeschön an dieser Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.